Welchen Einfluss haben natürliche Elemente wie Farben, Formen und Materialien auf das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Studierenden? Diese Frage erforscht das Living Lab-Projekt Beyond Grey Walls am Departement für angewandte Psychologie an der ZHAW. Biophilic Design ist ein Gestaltungsansatz, der die Verbindung von Mensch und Natur in gebauten Räumen stärkt. Uns interessiert in diesem Projekt herauszufinden, welche Auswirkungen ein biophil gestalteter Klassenraum, also ein Green Classroom, hat im Vergleich zu einem konventionellen Klassenraum und wie das Auswirkungen auf das Wohlbefinden und auf die Konzentrationsfähigkeit der Studierenden hat. Wenn man eine Vorlesung hat, irgendwie Motivationspsychologie oder Vorlesung zum Wohlbefinden und man hockt dann in so einem Raum, das ist auch ein Widerspruch. Die Stimmung war eher so ein bisschen kalt, vor allem so das grelle Licht, so etwas Unruhiges oder so, nicht so motivierend. Der Vorlesungssaal, wo wir uns da gerade drinnen befinden, ist unser Experimentierraum, wo wir mit den Studierenden zusammen Lösungen entwickeln. Wie können wir den Raum lernfördernder machen, inspirierender, ansprechender? Das sind da die 4 Modelle. Was sich so ein bisschen bei allen gezeigt hat, oder? Sie haben die Aufgabe gehabt, auch sich zu überlegen, was können wir am Boden machen, was kann man an der Wand machen, Decke, sonst Mobiliar. Ich glaube, die grösste Challenge für uns als Projektteam war die, dass wir einfach ein gewisses Budget hatten, das wir einhalten mussten. Ich glaube, das ist schlussendlich dann fast eine der grössten Einschränkungen, die wir berücksichtigen mussten, wo wir gewisse Sachen auch selber haben müssen oder dürfen machen, die wir sonst extern gegeben hätten. Okay, let's try. Das ist eine coole Erfahrung gewesen, mal Muskelkater hier zu haben, anstatt nur da oben. Das ist Efeutute, Epiprimnum aureum. Das ist wirklich so ein bisschen das Unkraut von der Zimmerpflanze. Es kommt immer. Ich bin dann eingelaufen, habe das Licht angemacht, das war zum Glück gerade leer. Ich war wirklich begeistert, ich hatte so Freude. Und wir haben dann so reingeschaut und haben halt die Veränderung wahrgenommen und uns gefragt, wenn wir echt bald dort in der Schule haben, weil es hat uns neugierig gemacht. So etwas Motivierendes, so auch die Holztisch, sie haben so etwas Warmes. Ich habe gehört von Studierenden, die gesagt haben, ja, das bringt doch nichts, die paar Pflänzchen oder so. Voll. Ja, die paar Pflanzen, die haben tatsächlich etwas gebracht. Die Interventionsgruppe hat nach dem Umbau über wesentlich positivere Gefühle und Empfindungen berichtet im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Auf der anderen Seite haben wir auch eine Verbesserung können feststellen, was die Aufmerksamkeit anbelangt. Und was wir zum Schluss noch gemessen haben, ist da die wahrgenommene Raumqualität, wo man sehen, dass sich da eine Verbesserung gezeigt hat im Vergleich vor dem Umbau. Ob es tatsächlich zum mehr Umbauten zu weiteren Biophilic Designräumen wird kommen, das ist noch Gegenstand von aktuellen Diskussionen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir auch gerade mit unseren Ergebnissen, die wir da erzielt haben, einen Impuls setzen können, dass wir weitere positive Veränderungen anstoßen dürfen.